Brevo hat mal als reines E-Mail-Marketing-Tool angefangen. Heute ist es eine Plattform, mit der du E-Mail, SMS, WhatsApp, Sales oder sogar Kundensupport in einem Tool abdecken kannst. Aber hält es das, was es verspricht, auch in der Praxis? Ich nutze Brevo seit einigen Jahren für meine Projekte und in diesem Video schaue ich mir die Plattform in 4 Bereichen an. Funktionen, Usability, DSGVO und Sicherheit und am Ende natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz. Willst du dir ein eigenes Bild machen? Dann registriere dich doch gern schon mal über tutorialcenter.tv/brevo-Erfahrung und sichert dir teilweise auch Rabatte. Brevo, ursprünglich als Sendinblue gestartet, kommt aus Europa und war über Jahre vor allem ein solides, günstiges E-Mail-Marketing-Tool. Es ging um Newsletter, Automatisierung und das war's im Grunde auch schon. Mittlerweile ist aus Brevo aber etwas viel Größeres geworden. So bietet die Plattform nicht mehr nur noch E-Mail als Kanal an, sondern natürlich auch SMS, WhatsApp, Mobile Push und weitere Dinge wie einen Live-Chat, Chatbots oder auch Wallets und eine Telefonanlage. Mit Brevo schickst du nicht nur E-Mails, sondern hast auch eigene Sales-Pipelines und ein Deal-Dashboard, um einen Verkaufsprozess zu automatisieren. Mit mittlerweile über 600.000 Kunden zählt der Anbieter zu einem der größten Marketing-Plattformen aus dem europäischen Raum. Aus dem reinen Newsletter-Tool ist also eine waschechte Omnichannel-Plattform geworden. Und genau dieser kanalübergreifende Ansatz ist für mich der eigentliche Kern, warum Brevo sich heute von den meisten Mitbewerbern abhebt. Schauen wir uns dafür mal die einzelnen Funktionen im Detail an. Fangen wir mit dem Fundament an. Das Wichtigste ist natürlich der Bereich E-Mail-Marketing. Du kannst Kampagnen auf verschiedenen Kanälen schalten. Dabei hast du eine große Auswahl an Vorlagen, aber kannst auch deine eigene Vorlage mit einem Drag-and-Drop-Editor einfach zusammenbauen. Wo immer sinnvoll, hilft dir die integrierte KI, deine Texte zu verbessern. Mit dem Automatisierungseditor kannst du ganz einfach Prozesse im Hintergrund automatisieren und auch mit bedingten Pfaden und einzelnen Filtern arbeiten. In Summe gesehen finde ich den Funktionsumfang wirklich beeindruckend breit für ein einziges Tool. Das merkt man auch daran, dass Brevo inzwischen kein reiner Mitbewerber mehr von Mailchimp oder anderen E-Mail-Tools ist, sondern auch mit CRM-Tools wie HubSpot oder ActiveCampaign konkurriert. Außerdem gibt es den Bereich CRM, in dem du deine Kundenbeziehungen verwaltest und in einem Deal-Dashboard den Überblick über deine aktuellen Verkaufsprozesse behalten kannst. Über Brevo kannst du deinen kompletten Kundensupport abdecken und zum Beispiel einen Live-Chat auf deiner Website integrieren oder aber einen E-Mail-Support oder WhatsApp oder Facebook- oder Instagram-Support aufbauen. Alle versendeten Kampagnen, Interaktionen oder auch Kontaktinformationen laufen in einem zentralen Kundenprofil zusammen. Doch wie fühlt es sich in der Praxis an, mit Brevo zu arbeiten? Lasst uns mal genauer auf die Usability schauen. Die Oberfläche von Brevo finde ich wirklich klar strukturiert. Du findest dich ziemlich schnell zurecht, das war bei anderen E-Mail-Tools häufig schwieriger. Besonders gefällt mir der neue Automations-Workflow. Du arbeitest hier mit verschiedensten Triggern, Aktionen und auch Regeln, die wiederum mit genauen Einstellungen genau das auslösen können, was du haben möchtest. Dafür muss man sich manchmal etwas reinfuchsen, am Ende wird aber so gut wie jede Konstellation abbildbar sein. Wichtig zu wissen finde ich, dass es nicht ein Premium-Paket gibt, sondern du für verschiedene Softwarebereiche eigene Pakete kaufst, so die Marketing-Plattform für alles rund um Marketing und dabei nicht kontaktbasiert abgerechnet, sondern auf Basis der E-Mails, die du pro Monat sendest. Es gibt dann noch extra Pakete für das Thema Chat, Phone und die Sales-Plattform. Damit hast du zwar mehr Flexibilität, aber auch nicht den einen Premium-Tarif. Für mich als jemand, der mit deutschen und europäischen Kunden arbeitet, ist das Thema DSGVO und Sicherheit ein entscheidender Punkt. Brevo ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Daten, die werden standardmäßig in der EU gespeichert, konkret unter anderem in Frankreich und Deutschland. Das heißt, du brauchst keine Zusatzklauseln oder komplizierte Datenschutz-Workarounds wie bei US-Anbietern, sondern du bekommst DSGVO-Konformität quasi out of the box. Brevo bietet außerdem einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag direkt im Konto an, was die rechtliche Seite für dich als Unternehmer deutlich vereinfacht. Im Vergleich zu Mailchimp oder ActiveCampaign, die beide aus den USA stammen und für strengere DSGVO-Anforderungen oft erst Zusatzvereinbarungen brauchen, ist das für mich persönlich ein echter struktureller Vorteil. Brevo bietet außerdem gängige Sicherheitsstandards wie die 2-Faktor-Authentifizierung an, du kannst einen dedizierten Mail-Server bekommen und auch die Zustellbarkeit kann sich im Vergleich sehen lassen. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich, der wahrscheinlich am meisten über deine Entscheidung mitbestimmt, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Brevo ist in vielen Bereichen nutzungsabhängig aufgebaut. Das heißt, der Preis, der richtet sich nicht nach deiner Kontaktanzahl in erster Linie, sondern vor allem danach, wie viele E-Mails du tatsächlich verschickst. Das ist ein wichtiger struktureller Unterschied zu den meisten Konkurrenten, die ein kontaktbasiertes Modell haben.
Wenn du auf tutorialcenter.tv/brevo-Erfahrung gehst, dann kannst du hier auf dem unteren Bereich der Seite direkt die aktuellen Preise sehen. Und wie du siehst, ist das Ganze ein extrem günstiger Einstieg. Ab 5000 E-Mails im Monat kannst du ins Starterpaket gehen, was nur 6,33 € kostet. Einzelne Add-ons wie zum Beispiel das Brevo-Logo zu entfernen oder das Sales-Paket kosten allerdings extra. Zu bedenken in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis ist, dass bestimmte Funktionen wie zum Beispiel WhatsApp oder Mobile- und Web-Push-Kampagnen erst ab dem Professional-Tarif zur Verfügung stehen und dieser stellt dann doch einen deutlichen Preissprung im Vergleich zum Starter- oder Standardtarif dar. Hier bekommst du aber in einer Demo persönliche Unterstützung oder kannst dich auch dafür direkt im Self-Service registrieren. Details findest du hier, wenn du auf alle Funktionen ansehen klickst. Schon im kostenlosen Tarif bekommst du bei Brevo 300 E-Mails am Tag kostenfrei. Allerdings auch einige Funktionseinschränkungen wie zum Beispiel fehlende AB-Tests. Reichen die E-Mails nicht aus, könntest du später auch dein Paket upgraden und dann auf Pay-as-you-go E-Mails umstellen. Das läuft auf einem Guthabensystem und hier kannst du einfach weitere E-Mails dazu kaufen, die aus meiner Sicht zu relativ günstigen Preisen verfügbar sind. Der Vorteil, nicht über die Kontaktmenge abgerechnet zu werden, der gilt natürlich vor allem dann, wenn du viele Kontakte hast, aber nicht extrem häufig versendest. Wenn du stattdessen sehr aktiv und sehr häufig sendest, dann solltest du vielleicht einmal kurz durchrechnen, ob das Volumenmodell für die eigene Versandfrequenz wirklich passend ist. In vielen Fällen wirst du aber herausfinden, dass Brevo zu den günstigsten Anbietern am Markt gehört. Schauen wir uns das mal im direkten Vergleich an. Hier zum Beispiel bei Mailchimp zahlst du im kleinsten Tarif Essentials für bis zu 100.000 E-Mails aktuell etwa 82 € im Monat im jährlichen Tarif. Unter 250 Kontakten allerdings kostenlos. Bei ActiveCampaign wird ebenfalls nach Kontakten abgerechnet. Die Anzahl der E-Mails im kleinsten Tarif für 15 € im Monat sind auf das 10-fache deiner Kontaktmenge begrenzt. Hier also 10.000 E-Mails im Monat. Bei GetResponse wird ebenfalls nach Kontakten abgerechnet. Der niedrigste Tarif geht hier ab 13 € im Monat los. Bei 5000 Kontakten würde er allerdings schon 39 € kosten. Die Menge der monatlich versendeten E-Mails ist dann allerdings unbegrenzt. Und bei Brevo bräuchtest du für 5000 E-Mails im Monat mindestens den Startertarif. Der kostet dann allerdings aktuell nur 6,33 €. Und da sind im Monat dann auch schon bis zu 100.000 E-Mails mit inkludiert. Der Brevo-Tarif ist also hier im Vergleich der günstigste. Vergiss auf jeden Fall nicht, meinen Rabattcode einzugeben, um 50% Rabatt für die ersten 3 Monate im Starter- oder Businessplan zu bekommen. Brevo hat sich von einem reinen E-Mail-Tool zu einer echten Omnichannel-Plattform entwickelt, die Marketing, Sales und Support unter einem Dach vereint. Funktional ist es beeindruckend breit, die Usability stimmt und auch DSGVO-technisch ist Brevo als europäischer Anbieter klar im Vorteil. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist Brevo gerade für große, aber nicht super aktiv bespielte Kontaktlisten eine der günstigsten Optionen am Markt. Für mich bleibt Brevo damit eine der durchdachtesten All-in-One-Lösungen, gerade wenn du nicht in 5 verschiedenen Tools gleichzeitig arbeiten willst. Wenn du Brevo jetzt selbst ausprobieren möchtest, dann schau dir gern meinen Link tutorialcenter.tv/brevo-Erfahrung an. Dort sicherst du dir auch direkt 50% Rabatt für die ersten 3 Monate in bestimmten bezahlten Plänen. Ich wünsche dir alles Gute für das Aufsetzen deines Marketing-, Support- und Sales-Systems mit Brevo.